aufgeht, ganz vergessen. Ein neuer Tag der Reise am Sonntag. Jetzt haben wir nicht mehr allzu weit, jetzt haben wir es nach Wittenberg. Und allein schon wegen Alex muss ich halt das berühmteste Tor Deutschlands fotografieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ein zweiter hätte was mit einem viel besseren einen Aufstieg gehabt für mich. Aber das war da oben auch ganz nett. Passt schon. Schauen wir mal, ob der Plan funktioniert, über den Hafen einigermaßen nah ranzukommen an Wittenberg. Also Wittenberg mit dem Kajak zu besuchen ist echt nicht leicht. Am Ende vom Hafen ist es eine Werft. Abgesperrt alles. Jetzt schaue ich mal, ob mich dieser Trampelweg da irgendwo hinführt. Das ist wirklich ein durchdachter Mülleimer für Radfahrer. Da kann man seinen Müll bequem während der Fahrt entsorgen. Genau im richtigen Winkel postiert. An der Tür bzw. am Vorgängermodell hat Martin Luther seine Thesen dran genagelt und hat damit die Teilung der Kirche herbeigeführt in späteren Zeit. Wie man das Ganze bewertet, kann man selber überlassen. Hat doch ganz schön heftige Kriege ausgelöst. Aber sozusagen in Europa wurde der männliche Bevölkerungsüberschuss wirkungsvoll reduziert. Keine Wegsicherung, dass ich bis zum Boot nicht zusammenbreche.
Ja, ich glaube, so die angedachte Umrundung von Sizilien, die wir doch noch besser mal überlegen. So stehendes Gewässer ist schon heftig. So, wieder auf der Elbe, im strömenden Gewässer. Und jetzt heißt es Obacht geben, irgendwann fährt dieses Schiff bergab. Ich bin mir gar nicht gewöhnt, dass da irgendwas hat, was bergab fahren könnte.
endlich. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. 2 Motorboote, wer ist schneller, wer ist schneller? Sie geben Vollgas, sie geben Vollgas. Oh, was ist los? Okay. Scheinbar kommt der rechte nicht wirklich hinterher. Der Vorsprung vergrößert sich vom linken immer mehr. Oh, jetzt zieht er davon, jetzt zieht er davon. Der hintere hat keine Chance. Tschüss und weg. Ciao. Pause beendet, da war eine schöne Lagune drin. Da kamen sogar die Motorbootwellen nicht rein. Da haben wir schön ausruhen können. So, da grüßt die nächste Gierseilfähre. Was macht sie jetzt? Fährt nach rechts an Land. Ein richtig unglaublich langes Stück geradeaus. Haben lange nicht mehr gehabt.
Oh, gleich auf. Oh, beinahe die Boje getroffen. Schauen wir mal, wer ist schneller? Ja, die scheinen noch gleich schnell zu sein. Da gibt es keinen Sieger. Das wird ein Unentschieden. Ich schätze, über kurz oder lang werden die durch einen schnellen Einzelfahrer überholt. Der ist schon extrem schnell. Aber ich schätze mal, den kann ich gar nicht mehr verfolgen. Der wird gewinnen, der schnelle Einzelfahrer. Naja, er setzt zu überholen an. Es lauter einige Angler, die schnell zu ihren Wels kommen müssen. Die soll die ganz Großen geben. Ich würde sagen, hier ist vermutlich der Deich, also 2 Meter, naja, vielleicht 5 Meter zurückversetzt worden. Ja, wahrscheinlich im Hinterbereich sogar ein bisschen mehr. Also am Abend ist ja echt was geboten. Ein Motorbootrennen nach dem anderen. Tief gebückt, möglichst wenig Windschatten. Also, ja. Oh, er wird überholt von einem total unterschiedlichen Boot. Das gibt's ja gar nicht. Nee, er fällt doch zurück. Okay, das war eins zu früh. Das ist der Teil für freilaufende Hunde. Ich muss noch eine weitergehen. An der Bucht hat mir aber viel besser gefallen zum Anlanden als das hier. Bäh. Okay, da ganz am Rand, da habe ich auch was Schönes. Ich bin ja in Dessau-Roßlau bei einem SG Mittelelbe e.V. War heute ein guter Tag. Wittenberg angeschaut, wo der Luther die These ans Tor genagelt hat. Das ist nicht mehr das Originaltor, das ist verschollen. Ja, schöne Stadt, schön hergerichtet. Und ja, die Elbe ist immer breiter, immer noch gute Strömung. Und durch die Brunnen hat auch mal so Kiesbänke und so. Also ich glaube, man gibt es sehr viele Kiebitze, ein paar Silberreiher gesehen. Sogar ein paar Rehchen, kurz, aber die habe ich nicht erwischt. Ansonsten ist heute ganz gut gelaufen. Wetter passt. Nicht mehr ganz so brütend heiß. Die Nachbarn, die fahren jetzt nach Hause und haben wir das hier hinterlassen. Das esse ich jetzt einfach mal.